oder ob uns jemand Ratten anhängen will. Moin Leute, herrlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem Montag nach einem ziemlich grauen Wochenende. Und tatsächlich nicht nur grauem Wochenende, die ganze Woche war sowas von grau, das demotiviert. Mir geht es entsprechend nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dazu später mehr. Ich versuche mich jetzt aber zu motivieren. Tada für euch. Ich will auch ein bisschen was schaffen heute in und um unseren Kleingarten herum. Ich habe mir was vorgenommen und ich hoffe, dass ich das heute schaffe. Gestern am Samstag hatte ich dieses Vorhaben auch schon, aber da war es ein Dauernieselregen und ich habe gedacht, nee Leute, das mache ich jetzt einfach nicht. Das schaffe ich jetzt einfach nicht. Ich muss einfach mal eine Gartenpause machen. Aber heute Morgen, nee, stimmt gar nicht. Ich bin heute super spät aufgestanden, mittags erst, weil ich einfach richtig lange schlafen konnte. Das kann ich selten am Wochenende. Irgendwie ist man dann, oh, wie so ein alter Mann, ne? Man hat sich dann wund gelegen und kann nicht mehr, muss aufstehen, so kurz nach 9 spätestens. Aber das ging diesmal ganz gut. Also ich bin immer wieder eingeschlafen und erst nach 12 wirklich aufgestanden. Entsprechend fühle ich mich eigentlich tatsächlich jetzt auch ziemlich fit und kann das angehen, was ich schon gestern machen wollte. Und was ich auch schon vorher angekündigt habe, wir wollen unseren Garten sehr viel insektenfreundlicher machen. Und da ist meine Idee gewesen, das habe ich übrigens diese Woche auch schon im Instagram-Livestream angekündigt, dass ich das machen möchte. Ja, die Leute, die uns auf Instagram folgen, die wissen das. Also schaut mal vorbei, gebt mal ein Abo und markiert uns mal als Favoriten, denn dann bekommt ihr auch eine Info, wenn wir live gehen. Wenn ich das absehen kann, zeitlich, wann das der Fall ist, gerade wenn es die Woche vielleicht schönes Wetter ist und es sich auch lohnt, abends hierher zu kommen, dann werde ich das schon mal vorher in so einer Story bekannt geben. Dann können wir live auch miteinander interagieren. Aber was ich heute machen will, ist hier dieser Streifen. Ist ja noch gar kein Streifen, aber hier vor unserem Garten, ja, seht ihr ja, ist nicht viel. Außer die Hecke logischerweise und so Beikräuter. Ein paar blühen sogar. Wie das hier, muss ich mal gleich gucken. Gehe ich mal gleich ganz dicht ran, damit ihr vielleicht sagen könnt, ob euch bekannt ist, was das ist. Sowas würde ich auch jetzt in der Aktion stehen lassen. Und was ich selbst erkenne, sind die Traubenhyazinthen natürlich. Und was auch kommt, ist einer unserer großen Riesenmöhne. Oder wie ist Plural von Mohn? Postelein gibt es hier auch, haben wir im Live-Video festgestellt. Habe ich jetzt zwar nicht gedacht, dass der so wild wächst und schön blüht, aber haben wir hier auch, werde ich auch nicht wegmachen, werde ich drumherum machen. Denn ich will vor allem die Gräser hier in einem Streifen rausnehmen, die Grasnarbe, um dann dort solche bienenfreundlichen und insektenfreundlichen Blumenmischung einzugeben, damit es einfach noch ein bisschen mehr blüht, damit es einfach nicht so ein Graszeugs ist. Ich meine, ja, ein grüner Weg ist auch nicht schön, aber auch nicht schlecht, aber ihr seht, da haben die Tiere nicht so viel von. Und da wir ja unseren Rasen hier auch nicht so mega pflegen, der hier vor der Parzelle ist, wäre hier, glaube ich, angebracht, etwas zu machen, was irgendwie ja, so ein bisschen blüht. Was ich ziemlich geil fand, und vielleicht kann man das sogar auch noch in Abständen von, keine Ahnung, einem Meter auch noch zusätzlich machen, war in Anlagen Lavendel. Da gab es Anlagen, die hatten so richtig alles fett voll mit Lavendel vor oder hinter der Parzelle. Und da summt das natürlich in der Saison, wenn der Lavendel blüht, so toll. Und es riecht natürlich auch super. Das wäre auch noch mal eine Idee. Aber das gegebenenfalls später. Erstmal fange ich an, das Ganze so ein bisschen so aufzubereiten, dass ich hier diese Blumenmischung, die ich habe, Blühmischung, die ich habe, damit die da vielleicht demnächst aufgehen. Und vielleicht muss man auch noch Sachen reinpflanzen dann, ja. Aber das schauen wir erstmal. Ich fange erstmal an und ich glaube, dafür ist das Wetter auch gar nicht so schlecht, dass der Boden jetzt schön feucht ist und ich hier direkt losackern kann.
Ihr wisst ja, manchmal funktionieren die Sachen nicht so gut, wie man sich das dann vorgenommen hat oder wie die Idee war. Speziell bei uns, speziell bei mir. Aber ich habe jetzt erstmal den ersten Schritt getan und zwar habe ich hier da aus diesem Streifen vor allem Gräser rausgeholt. Ich habe nämlich festgestellt, da sind natürlich auch viele kleine süße Unkräuter drin, wie so eine Vergissmeinnicht und alles mögliche andere Sachen, die auch irgendwo ja blühen. Hier vorne sieht man das besser. Ja, und all diese Sachen, die blühen ja auch und die blühen zum Teil auch jetzt schon. Hier. Und auch die, die ich hier vorhin euch gezeigt habe. Das wäre ganz interessant mal zu wissen, wer kennt diese Blume? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, mich würde es interessieren. Also habe ich mir auch bei diesem Bereich gedacht, wo ja so ganz viele Bodendecker schon sind, ja, und gar nicht so viel Gras, da ist noch was zwischen von den Gräsern. Aber da vorne war vor allem Gras. Und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt erstmal weg und lockere das so ein bisschen dazwischen auf. Ich werde auch hier zwischen noch so ein bisschen auflockern, die einzelnen Gräser. Wenn jetzt viele von euch sagen, Sisyphus-Arbeit macht doch überhaupt gar keinen Sinn, aber irgendwie ist es jetzt meine Idee, auch ein bisschen auflockern, um da halt dieses Blumenmischungssaatgut eingeben zu können und dann schauen wir mal weiter. Das hier als Versuchsstreifen. Mir ist auch klar, dass wir nicht nächste Woche und auch nicht im Juni schon wissen, ob das aufgeht, was ich mir hier so gedacht habe oder nicht. Ja, aber es ist auch super anstrengend. Ich habe die Jacke auch schon ausgezogen, obwohl es heute nicht sehr warm ist. Die andere Seite wird auf jeden Fall nicht gemacht heute. Das muss man auch mal wieder gemeinsam machen oder mal schauen. Also ich habe demnächst auch Besuch und da geht es um Insektenfreundlichkeit, Tierfreundlichkeit und da möchte ich gerne auch nochmal Rücksprache halten. Ich will nichts machen, was unsinnig ist. Wenn ich feststelle, klar, diese Gräser rausmachen, die für mich im ersten Moment jetzt keinen ökologischen Wert haben oder biologischen Nutzen haben, mache ich aber auch ganz viele von diesen kleinen Pflänzchen raus. Und ich merke halt auch, dass ich habe schon diverse Larven rausgeholt, ich habe Regenwürmer da gesehen, die ich vielleicht nicht direkt töte, aber irgendwie schon auch in ihrem Dasein störe. Also will ich mich lieber nochmal absichern. Aber einen kleinen Streifen als experimentellen Streifen, das ist es auf jeden Fall wert. Und ich sehe auch schon die Vögelchen um mich herum, die hier abwarten, dass sie auch ran dürfen, die sich die kleinen Larven und Käfer hier rausholen dürfen. Ja, da mache ich mit erstmal weiter und dann ist das für heute abgeschlossen. So sieht's aus. Leute, dann noch eine Sache, die mich sehr, sehr verwundert hat. Und zwar habe ich hier beim Arbeiten das hier gefunden. Ich dachte erst, was ist denn das für ein Tierchen? Ja, aber es ist kein Tierchen, sondern es ist einfach mal eine Nudel. Und die Nudel habe ich da hinten rausgeholt, da in dem Bereich. Und die war auch ehrlich gesagt schneeweiß. Ich frage mich, wer mir seine Nudeln in die Hecke macht und warum. Ich überlege, ob es irgendwelche Tiere gibt, die Nudeln kochen. Natürlich nicht, aber die irgendwo Müll auf irgendeinem Kompost finden oder es da hinschleppen. Andererseits, die waren schneeweiß, also die waren nicht so braun, wie sie jetzt sind. Oder ob uns jemand mit Nudeln Ratten anhängen will. Habt ihr eine gute Erklärung dafür? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, warum wir Nudeln in unserer Hecke finden. Echt merkwürdig. Wer kennt diese Nudeln? Ja, und diese Gräser, was macht man denn damit? Auf den Kompost hauen wir sie natürlich nicht, denn dann ist er bald mit Gras überwuchert und das wollen wir natürlich nicht, beziehungsweise wenn wir dann den Kompost irgendwann ausgeben, dann haben wir überall Gräser. Das wollen wir natürlich nicht, also perfekte Füllung für unseren Garten-Bokashi. Schönes Thema, denn ich will heute den Bokashi, der jetzt schon fast ein Jahr drin ist, glaube ich, haben wir ja zusammen mit Kabel 1 damals vor einem Jahr angelegt, genau. Den will ich verteilen, wobei das war vielleicht auch nicht die erste Ladung, aber ist auf jeden Fall über den Winter schon hinaus. Den will ich vergeben als Mulchmaterial für die Obstbäume, die ich letztes Mal gepflanzt habe, wo es auch ein großes Feedback von euch gab. Das werde ich machen und dann kann ich den neu befüllen mit diesen Sachen, weil ich davon ausgehe, dass im Bokashi nach einer gewissen Zeit auch Unkräuter oder Beikräuter, wie wir ja sagen, ihr wisst schon, was ich meine, unschädlich machen. Ist jedenfalls die Hoffnung dabei. Das mache ich jetzt, glaube ich, gleich, weil es muss ja weg, sollte ja nicht hier auf den Gemeinschaftswegen liegen bleiben.
Leute, aber bevor wir uns den Bokashi angucken, was daraus geworden ist, zeige ich euch was anderes. Und zwar, wisst ihr, Pflanzsäcke überwintern hat an verschiedenen Stellen nicht so gut funktioniert, gerade bei den Sachen, die wir so spät erst unten in die Erdmiete gemacht haben, also da, wo wir unser Wasser ein- und ausstellen. Aber ich habe schon rechtzeitig insgesamt 3 Pflanzsäcke zu mir geholt in den Keller und die da gelagert. Und was damit geworden ist, das zeige ich euch jetzt gerne. Da bin ich nämlich echt froh. Das ist zweimal Yakon, die super, super geile Pflanze aus dem letzten Jahr, und einmal ein Pflanzsack mit Topinambur. Und wie das jetzt aussieht, habe ich jetzt heute in den Garten geholt mit dem Carsharing-Auto. Praktische Sache. Und seitdem das Carsharing-Gebiet hier um unsere Nähe erweitert worden ist und mein Wohnort ist super geil. Ich zeige euch, was daraus geworden ist, und jetzt brauche ich auch ganz dringend eure Tipps dazu. Und zwar seht ihr hier die erste Yakon-Pflanze, die auch schon Triebe hat. Ja, diese 2 Triebe, 3, wahrscheinlich sogar unten noch mehr. Ja, werde ich heute gießen, war in meinem Keller nämlich relativ trocken und habe ich jetzt vor dem Transport auch nicht gegossen, weil es natürlich viel schwerer geworden ist. Kann ich die einzelnen Triebe jetzt irgendwie abmachen, um dann mehrere Pflanzen zu haben? Weil ich hätte natürlich gerne mehr als nur diese eine Pflanze, die wir im letzten Jahr schon hatten. Ja, aus dieser Pflanze gemacht. Auf jeden Fall stelle ich die heute erstmal in unser Gewächshaus, denn es kann auch noch kalt werden. Wenn auch nicht so mega kalt, und nächstes Wochenende sollen es ja fast 20 Grad werden. Darauf freue ich mich also schon riesig. Das wird ein schönes Gartenwochenende. Also werden gleich gegossen hinten und dann gehen die ins Gewächshaus. Düngen? Jetzt schon? Was meint ihr? Upsala, hier die zweite Yakon. Und auch die... Ich sage nicht, dass sie jetzt doch auch vertrocknet ist. Ich meine da was gesehen zu haben eigentlich. Auch so Triebe. Naja, die wird gegossen. Oh, da kommen die ganzen Fliegen raus. Mal gucken, ob die noch gut ist. Drückt mal die Daumen. Geht auch ins Gewächshaus. Oh, ja. Und das ist Topinambur. Ja. Hat bei mir im Keller schon versucht, oder ist schon ausgetrieben. Ähnlich wie die Bäumchen, nicht so ganz farbig, wird aber auch jetzt ins Gewächshaus gehen, denn wir wollen natürlich nicht, dass uns das zerfriert. Auch wenn das jetzt nicht mehr so mega, mega kalt werden soll, gehe ich da lieber auf Nummer sicher. Und zerfrieren ist ein ganz gutes Thema eigentlich, oder Frost, denn habe ich letztes Mal schon gezeigt, beziehungsweise hatten wir, glaube ich, in dem Live-Video auf Instagram, dass unsere Magnolien hier immer so braune Spitzen bekommen. Ja. Und dann wir das mit dem Frost zugeordnet haben. Jetzt schrieb schon jemand in die Kommentare, bei dem Live-Video, glaube ich, und dann hieß es düngen. Aber irgendwie will ich jetzt dieses Ding nicht düngen, weil es wurde noch nie gedüngt. Und auch wenn es ein bisschen unschön aussieht, also perfekt ist anders, muss man sagen. Ich liebe die Magnolie trotzdem. Ja, es scheint doch immer so eine Verfrierung zu geben. Schade eigentlich. Aber es ist, wie es ist. So Leute, und ich habe es ja gesagt, ich muss noch ein paar Worte loswerden. Auch wenn es wunderbar ist und sogar schon schön riecht bei uns im Kleingarten hier. Derzeit ist es anstrengend für mich. Es ist anstrengend, weil so ein großer Druck da ist. Der Druck, für euch was Schönes zu machen, was ich ja auch gerne möchte, aber dann seht ihr dieses Wetter. Gestern beispielsweise am Samstag, ich komme hier in den Garten, und es regnet durchgängig. Und es regnet durchgängig und du denkst nur so, okay, was kann man denn bei Regen im Garten Schönes zeigen? Man kann eine Menge machen, ja, aber richtig schön sieht es ja auch nicht aus dann. Ja, und das macht mir viel Druck. Alleine kann man sich auch schwer motivieren, und ich kann auch richtig gut verstehen, dass Martin bei dem Wetter keinen Bock auf Garten hat. Das wird vielen von euch auch so gehen. Die wenigsten sind, glaube ich, bei jedem Wetter jetzt schon im Garten. Das ist vielleicht sogar noch was anderes in der Gartensaison, wenn man hier dann übernächtigt, oder wenn ihr übernächtigt, weil wir können das ja bei uns im Haus noch nicht. Aber das macht schon echt Druck, wenn man ja irgendwie auch was Schönes ja bieten möchte. Dann war ich ja vor kurzem erst krank und diese Woche wieder irgendwie so, dass ich dachte, oh, wirst du jetzt schon wieder krank? Und dann dachte ich, weil
weil ein Kollege mich darauf aufmerksam machte, vielleicht ist es auch Allergie. Jetzt probiere ich gerade was gegen Allergie aus. Habt ihr mit Allergieprobleme? Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ja, und das ist anstrengend. Wenn du dann den Freitag ins Wochenende startest und denkst so, okay, was kannst du denn eigentlich deinen ZuschauerInnen irgendwie so bieten? Und deshalb habe ich einen Entschluss gefasst. Ich werde diesem Druck versuchen, nicht immer ganz so nachzugeben, sondern mich auch ein bisschen frei davon machen und ja, einfach auch mal 5 Grad sein lassen. Das bedeutet auch, dass ich in diesem Jahr mal das ein oder andere Wochenende nutzen werde, um nicht im Garten zu sein und nicht ein Video zu drehen, sondern einfach mal einen Ausflug zu machen, woanders hinzufahren. Und dann kommt am Montag auch mal kein Video. Ich hoffe, ihr seid einverstanden damit, denn ich merke, anders geht's nicht. Also ich kann nicht ein ganzes Jahr durchpowern und dann alles in 5,5 Wochen Thailand, sage ich jetzt mal ganz blöd, wieder aufholen. Das geht einfach nicht. Ja? Man muss sich da auch mal ein bisschen mehr Pause gönnen. Und ich glaube, dass das eigentlich nur positiv sein kann, auch für die Inhalte, die ich hier gestalte. Ich bin ehrlich gesagt ganz schön überrascht, dass ich dann auch bei diesem Wetter doch noch so viel machen konnte und mir das auch richtig viel Spaß gemacht hat, weil es macht mir ja Spaß. Aber ich weiß halt auch, wenn ich jetzt gleich nach Hause gehe, heute am Sonntagnachmittag, dann werde ich erstmal ordentlich zu tun haben damit, das Video schön für euch zu zaubern, zu schneiden und. Ja, also ich werde in diesem Jahr, habe ich mir vorgenommen, auch mal an einem Montag kein Video rausbringen. Dann sage ich euch natürlich Bescheid und hey Leute, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann schaut euch doch alle alten Folgen nochmal an oder folgt uns auf Instagram. Denn da habe ich mir im Gegenzug vorgenommen, öfter mal einfach ein Live-Video zu machen. Also gerade wenn das Wetter in der Woche schön ist, mal herzukommen, die Kamera anzuschmeißen, Live-Video auf Instagram und dann könnt ihr Fragen stellen und euch mit mir unterhalten und ich zeige euch gerne Sachen. Dann brauche ich nichts schneiden, vorbereiten, nachbereiten. Da sind wir einfach als Community gemeinsam. Und das ist doch das, was eigentlich auch am meisten Spaß macht. Ich merke das mit den letzten Videos. Ihr habt die Kommentare vollgehauen. Und ich freue mich da auch jedes Mal tierisch drüber. Hört bloß nicht auf damit. Ja? Denn das ist das, was irgendwie auch echt Spaß macht, dass man merkt, man macht das nicht umsonst. Ich sehe das. Also die Leute sagen ja immer wieder, macht weiter, macht weiter. Und das ist auch das, was mich da anspornt. Aber trotzdem gibt es diesen Druck. Und auch wenn viele Leute von euch gesagt haben, Robert, du einfach Kamera anschalten und Garten zeigen, reicht uns völlig aus. Wir brauchen nichts weiter. Ja? So möchte man das Ganze ja irgendwie auch schön gestalten. Und das werde ich auch weiterhin versuchen. Und ich freue mich tierisch auf die nächste Woche und das nächste Wochenende. Soll nämlich Wetter richtig gut werden. Und ich bekomme vielleicht Besuch. Aber ich will da gar nicht zu viel versprechen. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass bei dem richtig tollen Wetter der Martin auch dabei ist wieder und wir hier einiges machen. Ich will ja ein Insektenhotel bauen. Da haben wir ja diese Matten zum Beispiel noch und all das, da wird viel kommen. Schön. Nee, ich freue mich da richtig drauf. Aber ich habe halt auch einfach mal Momente, wo ich so denke, ich weiß, dass ich das tue, weil es mir Spaß macht und auch weil euch das Spaß macht und weil ihr mir ein positives Feedback gebt, ja, aber ich sage es jetzt mal auf YouTubeisch, ja, wenn ich mir dann so die Statistiken angucke, dann wundert mich das doch, dass ein Video, was viele Kommentare hat und wo viele sagen, hey, klasse Video, hat wieder Spaß gemacht, wo dann nur nicht mal 10 neue AbonnentInnen dazukommen. Oh, ja. Das finde ich ein bisschen schade immer, weil ich will doch die Message spreaden, die Message vom offenen Kleingarten. Auch da in den letzten Tagen viel erlebt. Unterhaltung mit unserem Vorstand, also dem Vorstandsvorsitzenden, ganz interessant. Ich sage immer nur reden, Leute, ja. Dann bin ich angesprochen worden, ich sag mal blöd, von der Seite angelabert worden in einer Kleingartenanlage bei mir in der unmittelbaren Nachbarschaft.
Das ist nur Thema Fahrradfahren in Kleingartenanlagen. Und dann habe ich mit einer ganz netten Mitarbeiterin vom Bezirksamt, was zuständig ist für die Kleingartenanlagen hier in Berlin-Pankow, telefoniert. Und was dabei dann teilweise rauskommt, ist auch ernüchternd. Also wir tun und machen und versuchen, das Ganze spannender zu gestalten und für alle offener zu gestalten. Und dann passieren wieder Sachen, wo du dich so fragst, oh Leute, wo habt ihr den Knall eigentlich noch gehört? Ne? Aber gut, dazu mehr in den nächsten Wochen. Lohnt sich also, zu uns zu abonnieren. Ne? Also, und auch die Glocke zu aktivieren, denn dann werdet ihr auch über jedes Video und jeden Community-Beitrag informiert. Community-Beitrag, ganz interessant, habe ich letztens gepostet. Es gibt eine Dokumentation von Arte, dem deutsch-französischen Sender, über Kleingärten in Deutschland und auch in Frankreich. Französisch-Deutsch, wie gesagt. Super spannend, super interessant. Wurde auch in Berlin gedreht. Nicht bei uns, aber ich glaube im Wedding zum Beispiel oder Charlottenburg. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und wenn ihr auf das Video klickt, was ich euch verlinke, dann schreibt doch auch mal einen Kommentar drunter. Vielleicht empfehlt ihr ja mal den Kleingartenkanal unter diesem Video und sagt, wie es auch anders gehen kann. Das fände ich ziemlich cool. Ja, so viel erstmal zum Stimmungsupdate. So, und jetzt gehen wir hier zum Bokashi und ich habe einen Eimer mitgenommen, damit wir die Flüssigkeit hier abnehmen können. Ob da was kommt? Ja. Kommt eindeutig was. Jetzt wird es wieder einen guten Geruch geben. Ihr wisst ja, der fruchtig herrliche Geruch vom Bokashi. Und damit das ein bisschen schneller geht, mache ich hier oben mal auf. Da können wir auch mal reingucken. Oh, da ist Wasser drauf. Und so sieht das dann aus. Ich habe da zuletzt noch Reste von dem Zeug reingemacht, die Martin aus dem Teich rausgeholt hat. Die lagen tatsächlich auch, also diese vor allem die Fadenalgen mit allem drum und dran, die lagen tatsächlich auch mindestens eine Woche oder 1,5 Wochen neben dem Teich, sodass kleine Tierchen, die da drin waren, auch hätten raus und wieder in den Teich krabbeln können. Das ist wichtig, weil sich da immer ganz viel kleines Krebsgetier und so drin findet einfach, ja, und die haben dann die Möglichkeit, gerade wenn es so feucht ist, da auch wieder in den Teich zu gehen. Das hoffentlich auch passiert. Ja, ich werde auf jeden Fall das Zeug jetzt rausholen hier. Ich glaube, das Teichzeug wird auch direkt wieder unten reingehen, weil das ist ja noch nicht so lange drin, das ist ja noch nicht vergoren. Aber was wir da auch sehen können, ist natürlich ordentlich Grasschnitt, was wir also gemäht haben und wo wir auch definitiv dann das jetzt zum Mulchi schon benutzen können. Und das nehme ich nämlich für unsere Obststräucher. Aber erstmal muss hier ordentlich die Bokashi-Flüssigkeit, der Bokashi-Saft abfließen. Da läuft auch was und da ist auch schon ordentlich was drin. Richtig cool. Das werden wir auch gleich nehmen, um den neuen Bokashi anzusetzen, logischerweise, damit er richtig schön einmal durchmatscht wird damit. Ihr wisst endlich wieder Bokashi, mein Lieblingsthema. Aber was man hier gerade richtig schön beobachten kann, da sind die Vögelchen, die Spatzen bei Gitti drüben. Und gerade eben war da auch eine Meise, die war nicht nur da, sondern die war auch bei uns und die hat bei uns Tierisches gesucht. Die suchen also unter dem Mulchmaterial und unter den Blättern, die da liegen, suchen die nach Würmern und anderer Sachen, die sie fressen. Ja? Und vielleicht auch schon für ihre Jungtiere. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn Gitti hat ja hier diese schönen Vogelkästen. Und diese Vogelkästen sind auch immer gut bewohnt, sagt sie. Und ich glaube, ich habe da sogar schon, ups, Zoom raus, habe da auch schon was reinfliegen sehen. Ja? Aber diese Tierchen, diese Vögelchen, die bei euch auf die Suche gehen nach Nahrung, die können natürlich alles Mögliche aufnehmen. Und wenn ihr mit Giften im Garten arbeitet, dann nehmen sie auch das auf. Vom großen Vogelsterben habt ihr sicherlich schon gehört. Ja? Und wenn auch keine Insekten da sind, die sie fressen können, die für uns vielleicht Schädlinge sind, aber für die Vögel halt essentiell, weil sie Nahrung sind, dann wird es auch weniger Vögel geben. Also Leute, nochmal unser Appell an euch. Arbeitet nicht mit Giften in eurem Garten. Auch nicht mit den vermeintlich ungefährlichen Schneckenkornkram, den es ja gibt, was ja angeblich für alle Tiere, andere Tiere nicht gefährlich sein soll. Lasst es bleiben. Bleibt natürlich. Ja? Also von daher, weil sonst haben wir bald nicht mehr so schöne Beobachtungen zu machen. Und es ist schon schön hier zu sehen, wenn die Spatzen kommen, wenn die Stare kommen, wenn die Meisen kommen, die wir als besonders schön natürlich auch irgendwie so sehen.
Leute, bleibt natürlich. Und während ich den Bokashi jetzt noch angeschrägt habe und der immer noch am Ablaufen ist, zeige ich euch mal, wie unser Rasen gerade aussieht. Der sieht sehr natürlich aus und was ich richtig schön finde, ist die Massen an Klee da drin. Ja? Ihr wisst ja, Klee blüht auch richtig schön später und dementsprechend wird das, glaube ich, ein richtig schöner Rasen. Ich möchte ihn gar nicht mähen jetzt, auch wenn man könnte. Solange wir hier nicht großartig sind, glaube ich, muss es auch gar nicht sein. Das sind die ganzen Gräser, die ich rausgenommen habe. Und was man hier auch sieht in unserem Staudenbeet, ganz stolz drauf, hier unsere Lupine, die schon richtig kräftig ist. Und Martin hat letztens festgestellt, das sind die Lupinen, also diese, wie auch die da, die wir selbst aus Samen gezogen haben. Und die sind auch deutlich kräftiger als, sind sie, als zum Beispiel die hier, die wir als Pflanze gekauft haben. Könnte natürlich auch der Standort sein, aber da ist ja auch Erde drin, keine Angst. Ja? Aber die sehen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Freuen wir uns drüber und es ist auch richtig schön, sowas zu sehen. Hier überall kommen noch so Frühlingsblühe auch hoch. Ach, apropos, ganz witzig. Ich habe ja in einem der letzten Videos davon geredet, ach, die Magnolien kommen. Nee, nicht Magnolien. Magnolien ist der große Baum. Die Gladiolen kommen wieder. Mensch, großartig, toll und super und schön. Mussten wir gar nicht rausnehmen. Ja. Haben einige von euch gelacht und gesagt, Gladiolen, das sind keine Gladiolen, das sind irgendwelche einfachen Schwertlilien. Das hier, ja. Aber es werden immer mehr und das finde ich richtig, richtig schön, denn so wächst, da hinten ja auch, so wächst hier, nee, das nicht, das ist eine Tulpe eindeutig, aber da und da, also es wird immer mehr und das ist richtig gut, auch wenn es keine Gladiolen sind. Mein Gott, muss ja nicht immer alles so, ne? Und da ist Giersch. Das Thema Giersch hatten wir ja letztens auch. Kann man einen leckeren, vitaminreichen Salat von machen, hieß es da. Ist geschmacklich ein bisschen wie Petersilie, finde ich. Das ist interessant, denn ich habe mir ein veganes Rezept für Bärlauchpesto rausgesucht. Ich habe nämlich Bärlauch bekommen. Bärlauch aus Dresden von Jana. Liebe Grüße, liebe Jana, Dankeschön. Sie hatte uns das angeboten, Bärlauch rüber zu schicken, denn Bärlauch wuchert ganz gerne mal, wenn man ihn dann mal hat. Und sie hat genug, sagt sie, also hat sie uns was rübergeschickt. Und ich habe jetzt einige von den großen Pflänzchen, die sie hier uns geschickt hat, auch schon beerntet. Also abgeschnitten, die kleinen nicht. Sind auch so Blütenstände dran, die noch geschlossen sind. Den Bärlauch habe ich mir gedacht, mache ich dorthin, wo ich ihn auch ausgesät habe. Nämlich hier in dieses Beet. Das ist relativ feucht gehalten, auch so ein bisschen Halbschatten wegen dem großen Baum. Und da war der Bärlauch eh geplant. Also wird der dort auf der Ecke gut verteilt. Mal gucken. Also wie gesagt, kam jetzt schon mehrfach, dass der gut wuchern kann. Mal gucken, wie viel Bärlauch wir demnächst haben. Aber eigentlich kann man nie genug Bärlauch haben. Oder was meint ihr? Ideen, Bärlauchrezepte gern in die Kommentare. So, und jetzt geht der Bokashi, der richtig schön, wo richtig viel Flüssigkeit rauskam. Das ist sehr gut. Der Eimer ist wirklich, was steht denn da? 1, 19, 18, 17, 16 Liter. Nicht schlecht. Jetzt machen wir das mal hier schön in das Ding rein. Das heißt, noch nicht das ganz frische, also das, was jetzt erst rauf gemacht worden ist. Das mache ich daneben. Das werde ich nämlich wieder unten reinmachen. Ich muss aufpassen, dass ich hier die Finger nicht total einsaut. Ich habe zwar Handschuhe an, aber ihr wisst ja, der Duft ist berühmt. Uff, tata. Oh Gott. Andere Gartenabfälle, super gut, super gut. Das ist jetzt das, was ich als Bokashi hier inklusive der Tomaten, und ich hoffe, die sind nicht mehr
keimfähig. Ansonsten wachsen viele Tomaten jetzt an der Grenze zu Gitti. Womit düngt ihr eigentlich eure Obstbäume und Sträucher? Und so sieht das dann aus. Unsere Obststräucher schön gemulcht. Ich habe hier sogar noch einen kleinen Rest in der Schubkarre, aber das werde ich wohl irgendwo anders noch raufhauen. Mal schauen, vielleicht mache ich das direkt noch an unsere Himbeeren hier ran, die wir von Andi ja bekommen haben im letzten Gartenjahr. Denn die sollen ja auch wieder richtig schön angehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, der Geruch verfliegt sehr schnell. Aber wie gesagt, momentan sind ja noch nicht so viele Leute da. Und Gitti hat ja sehr viel Verständnis für unseren naturnahen Garten. So, und jetzt habe ich hier so eine Blumenmischung, die besonders für Schmetterlinge toll sein soll. Aussaatzeit ist hier auch angegeben für April bis Juni. Ich mag das nicht, wenn die Sachen so schwer aufzukriegen sind. Ach doch, nur die Logik muss man so ein bisschen verstehen. Ich verteile das hier einfach mal ganz großzügig, keine Ahnung, ob das richtig ist, und werde es dann auch gleich ein bisschen unterhaken. Ich kann mir vorstellen, dass vieles auch davon von Mäusen gegessen wird oder den Vögeln halt selbst. Ja, hatten wir letztens schon mit den Blumenmischungen oder den ganzen Sämereien. Es sind, ich zeige es jetzt gar nicht mal groß, man kann aber an der Hand der Farbe fast schon erkennen, von welchem Hersteller diese Mischung ist. Wir probieren es aus, Leute. Ja, und können dann ja, im Sommer hoffentlich schon sagen, so spätestens im Herbst, ob das eine schöne Mischung ist oder nicht. Und bis dahin bleibt es erstmal keine Empfehlung, denn wir möchten euch jetzt auch natürlich nichts empfehlen, was wir noch nicht selbst getestet haben. Deshalb testen wir jetzt. Ich bin sehr gespannt. Und was ich jetzt auch noch hier zwischen machen werde, sind ein paar vereinzelte Sonnenblumen, glaube ich. Mal gucken, ob die auch angehen. Und wenn man an diesem regnerischen Wetter doch was Positives finden will, unser Regenwassertank ist prall gefüllt. Und damit werde ich jetzt die Sache angießen und gar nicht mehr groß labern. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.